Da findet man auch, balla, leck mich fett, jetzt hätte ich mir fast auf die Fresse gelegt, ey. Ich würde es ja nicht trinken, weil so abgestanden wie das ist, kriege ich nur die Scheißerei. Gute Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, der alte Sack ist mal wieder im Outback unterwegs. Ich befinde mich gerade auf der König-Johann-Runde. Und zwar ist das ein Rundweg, der auch wieder zum Moselsteig-Seitensprung gehört. Und der startet in Freudenburg. Ja, 15,9 Kilometer lang. Ungefähr 3 Stunden heißt es. Mal gucken. Wir haben jetzt 18 Uhr. Das heißt, in den wunderschönen Abendstunden hier im Wald ist es zum Glück recht kühl. Aber heute ist es jetzt auch nicht so warm. Es waren jetzt 26 Grad, als ich hier nach Freudenburg ankam. Das ist eine Temperatur, mit der komme ich sehr gut klar. Und was hier noch so passieren wird, das werde ich euch natürlich in dem folgenden Video zeigen. Und wenn ihr Bock habt, dann bleibt dran. Ach ja, nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. So Leute, herzlich willkommen hier auf der Ruine bei Freudenburg. Ja, das hier ist eine alte Burg, deswegen auch Freudenburg. Also die Aussicht von ganz unten. Ja, eine wunderschöne alte Burg mit reichlich Aussicht über das ganze Tal. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es gezeigt. Und da hinten, so da werden wir nachher lang gehen. Runter bis ins Leuktal, das weiß ich schon. Und dann schauen wir mal weiter, was noch so passieren wird. Das muss auf jeden Fall meine hohe Burg gewesen sein. Das Interessante ist, vielleicht kriege ich das für euch eingefangen. Und zwar da oben seht ihr die ganzen Löcher. Da waren mal die Holzbalken drin. Für die Zwischendecken. Ganz oben auch. Also man sieht noch, wie das hier ungefähr ausgesehen haben mag, obwohl rechter Winkel kannten die damals nicht, aber wahrscheinlich mussten die halt eben mit dem auskommen, was sie hatten. Ja, hier sind wir jetzt im Vorhof. Ich drehe mich einfach mal ein bisschen. Ui. Und ja, dahinter ist auch noch ein Raum. Also das Ding muss auf jeden Fall riesig gewesen sein. Also ich habe irgendwie so die Vorstellung, dass das hier so die Haupthalle gewesen ist. Vielleicht, obwohl da könnte auch noch eine Mauer gestanden haben, die inzwischen schon eingefallen ist. Ja, eine Burg, groß, naja, relativ, aber trotzdem schön und sehenswert. So, und jetzt geht's weiter. Ich will heute noch fertig machen. Kommen wir jetzt zu dem ersten, naja, Highlight. Ich will nicht mal Highlight sagen, aber ich finde das mal angenehm. Zum ersten Brückelchen, wie ihr seht, so hinter mir, ja. So, das geht dann nachher da hoch, aber ich muss erschreckend feststellen, dass hier ganz schön viel Wasser fehlt. Ich war vor 2 Wochen schon mal hier und da war hier deutlich mehr Wasser. Da hinten war alles voll noch mit Wasser. Erschreckend. Jetzt kommt mir nicht mit, das ist normal im Sommer. Weil das sind 2 Bachläufe. Einer kommt von dort und einer kommt von dort. Also eigentlich sollte hier genug Wasser kommen, aber egal. Ich würde es ja nicht trinken, weil so abgestanden wie das ist, kriege ich nur die Scheißerei. So, jetzt nochmal die Brücke im Ganzen. Ja, mal ein bisschen den Stick bewegen hier, so zack. Ja, wunderschöne holzgefertigte Brücke. So, jetzt noch die Stüfchen hoch und dann geht es. Oh, wo geht denn lang? Ach, da hat jemand einen Pfeil übermalt, ey. Super.
Ich würde sagen rechts. So Leute, hier ist sie. Die Grillhütte von Freudenburg. Ein wunderschönes altes Hütchen. Name Steinhauer Hütte. Hier vorne noch mit wundervollen Sitzbänken. Und natürlich ganz wichtig, Spielplatz für die Kleinen. Wenn auch nicht viel. Hier außen gibt es noch eine wundervolle Grillstelle. Vielleicht gibt es auch innen noch eine. Ich weiß es leider nicht. Ja, und dann halt ein wunderschönes Panorama, bei dem man hier wundervoll die Kinder spielen lassen kann. So, und hier noch ein kleiner Brunnen. Kein Trinkwasser. Wahrscheinlich wieder einer von den Brunnen, bei denen nicht überprüft wird, wie gut die Wasserqualität ist. Aber ich denke mal, da könnte man schon draus trinken. Im Zweifelsfall setzt man halt eben noch einen recht guten Filter ein. Laut Schild habe ich jetzt Kilometer 5 erreicht. Meine Uhr sagt 4,85. Naja, lassen wir mal so stehen, wie ihr seht. Ich befinde mich immer noch bei schönstem Wetter unterwegs. Hier haben wir auch einige wunderschöne Plätzchen. Da ist zum Beispiel eine Wassertreppe, würde ich sagen, die halt eben wahrscheinlich da oben ist, muss noch ein Kanal sein, wo das Flusswasser dann hier hingetrieben wurde. Ich glaube, dass da hinten war mal eine alte Mühle. Nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht. Und ja, aber heute nicht mehr in Betrieb. Deswegen brauchen wir auch diese Wassertreppen da nicht. Ich denke mal, das ist so eine Art Überlauf, falls zu viel Wasser ankommt Richtung Mühlrad, dass dann der Rest einfach ganz normal in den Bach abfließen kann. So Leute, hier haben wir auch nochmal in der Nähe der Kullesleuker Schweiz ein wunderschönes Brünnchen. Steht dran, kein Trinkwasser, aber naja, wir wissen ja, wird nicht geprüft. Ich prüfe es jetzt auch nicht, habe ich keine Lust zu. Ja, und nebendran gibt es natürlich wunderschöne Sitzbänke, leider sehr ungepflegt. Ja, wie ihr seht, haben natürlich auch wieder irgendwelche Spezialisten ihren Müll liegen lassen. Und irgendwer hat sein wunderschönes Steinchen da liegen lassen. Ich weiß jetzt soll ich es mitnehmen, soll ich es liegen lassen? Ich glaube, ich lasse es besser liegen. Vielleicht kommt derjenige nochmal zurück und findet es hoffentlich. Ist wirklich wunderschön. Und jetzt geht es weiter durch die Kullesleuker Schweiz. Und da haben wir es auch wieder das, was ich so beim Wandern liebe. Diese wunderschönen schmalen Pfade durch den Wald. Also hier seht ihr auch eine wunderschöne Felsformation. Ach, ich liebe sowas. Da kommt Freude auf. So, von hier oben könnt ihr auch nochmal einen wunderschönen Blick auf diesen Bach erhaschen. Hier unten, na, wo ist mein Finger? So, da hier unten, das ist der Originalbachlauf und anscheinend, ich bin mir nicht sicher, nee, ich glaube hier unten, das ist gemacht und da ist der, geradeaus ist der Originalbachlauf. Das sieht echt wunderschön aus mit den Steinen, die da mitten im Bachlauf liegen. Das hat was. Jetzt kommen wir wieder an ein Stellchen, das ich so sehr zu schätzen gelernt habe. Wie gesagt, ich bin ja schon mal hier entlang, ist nur ein bisschen her. Diese wunderschönen, ich glaube Kalksandstein ist das. Leider nicht zum Klettern geeignet, weil auch nicht für Klettersteige, denn das Zeug ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sehr porös. Wenn man da irgendwas reinbohrt, kann es halt eben sein, dass halt ein großes Stück abbricht. Leider, leider. Ja, bei uns in Trier gibt es ja auch reichlich davon, gerade hier in Trier-Pallien. Da findet man auch, leck mich fett, jetzt hätte ich mir fast auf die Fresse gelegt. Ey. Hier in Trier gibt es ja auch diese wunderschönen großen Kalksandstein Klippen, wie man auch immer nennen mag. Und oben drüber geht ja der Felsensteig, den ich ja schon mal gegangen bin. Ne? Guckt da einfach mal ins Video. Ich verlinke es euch oben im i. Das Video Himmelsleiter, dort bin ich auch den Felsensteig gelaufen. Das wäre auch gerade dort in Pallien der optimale Ort für einen Klettersteig. Aber darunter sind halt eben Privatgelände. Das macht es eigentlich schon de facto unmöglich. Und wie gesagt, es ist Kalksandstein. Und
Da ein Klettersteig. Naja, der nächste Klettersteig findet sich in Manderscheid, von mir aus, von Trier aus. Also was man richtig Klettersteig nennt, der ist auch richtig anspruchsvoll. Also bis Kategorie D soll er gehen, an Schlüsselstellen zumindest, nicht durchgehend. Da wird mein Weg wahrscheinlich auch demnächst hinführen. Dort werde ich dann auf jeden Fall mal schön klettern gehen. 6,66 Kilometer, sagt zumindest meine Uhr. Könnten auch schon ein bisschen mehr sein, werden wir sehen. Auf jeden Fall kommen wir zu der nächsten wunderschönen Stelle mitten im Wald, nämlich dieses wunderschöne Brückelchen. Ja, in dem Bachlauf fließt leider kein Wasser mehr. Ja, alles furztrocken, leider. Naja, ist halt so, ne? Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. So, und jetzt geht's diese wundervollen Stufen hier hoch. Ja, wollen wir mal, könnt ihr mir beim Hecheln zuhören. Ja. Rauf, 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 rauf. Oh. Was steht da? Maria Kronweg. Ja, da habe ich eben schon ein Foto von dem Schild gemacht. Da muss ich mal gucken, was die damit meinen. Vielleicht meinen die hier Maria Kron, ne? Alten Schiperitis. Kilometer 8, wir haben jetzt 19:37 Uhr. Und ja, wie ihr seht, ich habe das Glück, wieder im wunderschönen Sonnenschein zu wandern. Die Temperaturen sind auch schön gemäßigt, so dass auch ich damit klarkomme. Ja, stellenweise wurde die Wanderung jetzt doch ein bisschen anspruchsvoll, weil dann doch ein bisschen hoch ging. Und ich merke schon, ich bin nichts mehr gewohnt. Ich trainiere einfach nur noch Ebenen, weil, wie ihr in dem vorigen Video mitbekommen habt, habe ich für den Megamarsch Ruhrgebiet bei Nacht in Duisburg trainiert, die 50 Kilometer. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass die Streckenführung dort recht eben sein wird. Ich habe leider keine GPS-Koordinaten gefunden. Jetzt ist genau das passiert, was mir immer passiert, wenn ich mal wieder nicht aufpasse. Ich bin natürlich an Markierungen vorbeigelaufen. Zum Glück ist nicht weit, waren vielleicht 40, 50 Meter. Aber es gab halt keine Möglichkeit, da oben lang zu kreuzen. Hätte ich über ein Feld trampeln müssen. Und da hatte ich halt einfach keine Lust zu. So, es sind jetzt so ungefähr 9,2 Kilometer. Wir haben jetzt 19:52 Uhr. Das heißt, es sind nicht mehr ganz 7 Kilometer. Ich denke mal, ja, bis 21 Uhr werde ich das nicht schaffen, aber wir werden mal sehen. Aber wenn ich richtig in Erinnerung habe, da oben ist schon das Naturschutzgebiet. Das heißt, wenn ich vor Sonnenuntergang da durchkomme, dann bin ich auf jeden Fall safe. Ja, ich werde mir natürlich nichtsdestotrotz ein bisschen die Zeit nehmen und mir das Ganze natürlich ein bisschen angucken. Weil das letzte Mal musste ich drumherum gehen, also praktisch die Straße entlang, weil ich halt eben doch zu spät war. Es war halt einfach schon zu dunkel, um da noch durchzugehen. Ja, es kommt davon, wenn man halt eben zu spät losgeht. So, und jetzt gönne ich mir hier diesen kleinen Trampelpfad mitten durch den Wald. Wie gesagt, da parallel oben gibt es keinen Weg. Und scheiße, Leute, ist wieder scheiß Zecken. Zecken lassen grüßen. Achtung, Dornen. Da war ein Loch. Ja, ich glaube, ich lege besser mal die Kamera weg und konzentriere mich auf diesen Weg hier. So Leute, Kilometer 10. Es ist jetzt 20:01 Uhr. Auf dem Schild da eben bei Kilometer 10 stand übrigens 339 Meter über Normal Null. Ja, das heißt, mir wird hier auch noch über die Höhenangaben informiert. Und hier haben wir es auch, das Naturschutzgebiet. Das heißt, nur unter bestimmten Auflagen betreten, nicht die Wege verlassen, zu bestimmten Uhrzeiten hier nicht unterwegs sein, etc. etc.
So, das heißt, ich werde mich jetzt weiter hier hochquälen. Alternativ kann man halt eben auch noch da lang gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch zum Naturschutzgebiet dazugehört. Ich bin damals an der Straße unten entlang. Ich hatte zum Glück eine Taschenlampe dabei und da ging das dann auch. So, oh, es geht schon wieder bergauf. Ach Leute, warum immer ich? Na gut, dann werde ich mich jetzt da hochquälen und wenn ich im Naturschutzgebiet bin, also vielmehr, wenn man mehr davon sieht als nur den Wald, dann melde ich mich nochmal. Da sind wir jetzt, das Naturschutzgebiet oberhalb von Freudenburg. Ich glaube, Eiderberg heißt das, ich bin mir nicht sicher. So, da hinten das müsste Kastelstadt sein. Da hinten sieht man auch das Römerding da. Da gibt es auch noch eine Tour, der Kasteler Felsenpfad. Den werde ich auf jeden Fall auch noch gehen. Dann drehen wir uns mal rum, hoffentlich ein bisschen Sonnenschein, egal. So, da unten drunter ist Freudenburg. Dahinter da hinten das ist Kirf, Meurich und dahinter ist Beuren. Also nur damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, wo wir uns befinden. Hier ist nochmal eine Übersichtskarte über das Naturschutzgebiet Eiderberg bei Freudenburg im Naturpark Saar-Hunsrück. Bitte bleiben Sie auf den Pfaden und entnehmen Sie keine Pflanzen und Tiere. Genau, die Freudenburg, erbaut ab 1330, sehr interessant. So, das heißt, es geht jetzt weiter durch das Naturschutzgebiet. Ich denke mal, außer Schmetterlingen, die hier zuhauf rumfliegen, ich habe auch die eine oder andere Biene mal gesehen, aber viel zu wenige. Ich hätte mir eigentlich mehr erhofft. Ja, ansonsten, ich denke mal, Rehe, Schweine, Füchse und so wird man hier zumindest zu dem Zeitpunkt aus nicht zu sehen bekommen. Schon allein aufgrund der Tatsache, weil wenn hier so ein alter Sack im Rumplärren ist, dann hauen die von selbst ab. Ne? Inzwischen stinke ich sowieso wie ein nasser Puma. Das heißt, für die Tiere bin ich dann auch ein Fressfeind. So Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Der alte Sack ist wohl ein bisschen zu blöd zum Lesen. Nennt es wie ihr wollt. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, als ich sagte, das Ding ist 15,9 Kilometer lang. Nein, ich habe jetzt nochmal bei Komoot nachgeguckt, weil ich mich gewundert habe, dass wir schon über Freudenburg sind. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, noch da unten irgendwo rumzulaufen. Es sind nur 11,8 Kilometer. So, wir haben jetzt Kilometer 11 erreicht. Ich habe jetzt gar nicht da hinten geguckt, was das für eine Höhe war, aber ich denke mal so 450 Meter, 400, sagen wir mal 420 Meter. Ja, vielleicht kann ich es herausfinden. Und sind schon gewesen. Ja, das heißt, es sind jetzt noch 1,7 Kilometer. Servus. Und ja, dann haben wir es auch geschafft. Ah, guck mal. Oh, alles gut, ich tue euch nichts. Alles gut, entschuldigt. Ich dachte eigentlich, ich habe mich gehört. Alles gut, ich tue euch nichts. So, vorhin habe ich Schafswolle gesehen, da hinten an dem Gatter. Das heißt, das sind die Schafe, die halt eben frisch geschoren wurden. Gut, bei dem Wetter wahrscheinlich auch die beste Idee. Ne? Ja, oh, seid ihr süß. Oh, da guck mal, da ist ein Lämmchen. Oh, da ist ein ganz süßes Lämmchen. Oh, ich würde ja knuddeln, aber ich glaube, das habt ihr nicht so gern, gell? Ach, die Verwandtschaft. So, dann gucken wir mal, wo es jetzt lang geht. Ah, da ist sogar ein Geländer. Ein Hügelchen und jetzt geht es wieder. Uiui, geht aber ganz schön bergab. Ich befinde mich jetzt hier über Freudenburg. Da hinten da, das Dörfchen, das ist schon im Saarland. Frag mich nicht, Weißen heißt das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. So, und was ist denn da hinten das für eine Straße? Weiß ich gar nicht. Könnte die Gartenstraße sein, so das längliche da hinten. Ich bin jetzt hier, um noch ein bisschen zu wandern. Und dann werde ich mich auch wieder zu meinem Ausgangspunkt begeben. Und dann muss der alte Sack auch schon arbeiten, ne? So fast. So Leute, jetzt noch die Abschlussworte. Wie ihr seht, ich bin schon ein Stückchen weiter. Ich befinde mich jetzt hier zwischen Kirf und Beuren. Direkt hier vorne seht ihr ist der Zuweg zum Moselsteig, warum auch immer. Meine Uhr hat aufgezeichnet 11,74 Kilometer in 2 Stunden, 15 Minuten und 57 Sekunden. So Leute, deswegen hatte ich eine Pace von 11 Minuten und 35 Sekunden. Ja, was ich eigentlich für so eine hügelige Strecke schon einen guten Wert finde. So, das heißt, ich werde mich jetzt seelisch und moralisch darauf vorbereiten, dass ich gleich arbeiten muss. Ist nicht mehr weit.
Und ja, in diesem Sinne, es war eine schöne Wanderung, wie immer. Es gab ein paar Highlights, wenn man das so nennen kann. So. Und, aber es war wirklich schön idyllisch, gerade so das Naturschutzgebiet da hinten oder so. Das war echt sehenswert. Ist auf jeden Fall für jeden anderen auch mal einen Blick wert. Ja, und in diesem Sinne gibt es nicht mehr anderes zu sagen, außer danke, dass ihr dabei wart. Ne? Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss.